We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Der Homeless World Cup Österreich ist ein Projekt der Caritas Steiermark. Die ganze Geschichte hat in Graz gestartet, 2003 mit dem Kulturhauptstadtjahr und hat nicht zuletzt deswegen stattgefunden, weil eben die beiden Erfinder dieser Geschichte, der damalige Chefredakteur der Grazer Straßenzeitung Megafon, der Harald Schmid, und Mel Young, der immer noch Präsident des Homeless World Cups ist und damals Vorsitzender des Internationalen Straßenzeitungsnetzwerks war, weil die beiden so hartnäckig waren und an dieser Idee festgehalten haben. I said, hey, look, I'm from Scotland, and some of our homeless guys are selling papers. They have a little football team. Maybe they could be Scotland. And Harold said, oh, we have the same in Austria. They could be Austria. So we shook hands and said, okay, there'll be this game of football between Scotland and Austria. And I said, Scotland will win because we never win at anything. And he said, Austria will win because they never win at anything. Then we kept talking and we said, okay, then why don't we have all the teams come, not just Scotland and Austria? And we created the Homeless World Cup one night in a bar. None of us knew what to expect. We just didn't realise what to expect. And then during the opening parade, seeing the other 17 countries, it was mind-blowing really, and seeing how the players changed over the week and seeing how they developed, and it just totally changed my life as well as some of the players, you know. Unbelievable atmosphere, unbelievable crowds, unbelievable friendship. Ja, das European Street Football Festival könnte man als inoffizielle Europameisterschaft bezeichnen. Gut, Street Soccer ist, wie es der Name schon sagt, wirklich Straßenfußball. Also wir spielen auch auf der Straße, mitten in der Stadt. Das ist ganz bewusst immer an einem möglichst zentralen Ort. Es ist ein sehr schnelles und attraktives Spiel fürs Publikum. Es ist ein Tormann mit 3 Feldspielern, Feldspielerinnen. Und die Spiele sind sehr kurz und kompakt mit 2x7 Minuten, was sehr wenig klingt, aber trotzdem einiges an Dynamik mit sich bringt. Ein sehr wichtiger Mitstreiter ist sicher auch Gilbert Prelasnik, weil er einerseits natürlich sehr viel Erfahrung aus seiner eigenen Profikarriere mitbringt und er natürlich jetzt mit dieser sehr langen Erfahrung, die er seit 2004 in dem Bereich aufgebaut hat, für uns auch sehr wichtig ist, um jedes Jahr das Team neu zusammenzustellen und aufzubauen. Aufstellung, Aufstellung! Der Street Soccer hat sich beim Homeless World Cup regeltechnisch insofern weiterentwickelt nach einigen Jahren, dass eine Regel eingeführt wurde, die besagt, dass ein Spieler immer in der gegnerischen Hälfte bleiben muss. Das heißt, wenn man es schafft, mit allen 3 Spielern in die gegnerische Hälfte zu kommen, kann der Gegner nur mit 2 Spielern hinten verteidigen, weil ein Spieler immer in der gegnerischen, also dann in unserer Hälfte bleiben muss. Und das bringt auch sehr viel taktische Raffinessen mit sich und ist eine große Herausforderung, nicht nur für uns Trainer, sondern vor allem auch für die Spieler. The football is the side part of it that comes at the end of it, you know. It's not about winning, it's about getting a group of people determined to change their lives and bring them away to a tournament and then see where we go from there, really. Und es geht ganz wesentlich darum, eben dieses soziale Lernen durch den Sport, diese positiven Effekte, die der Sport mitbringen kann, zu verstärken, indem begleitend sozialpädagogische Angebote angeboten werden, um einfach diese Lerneffekte, die der Sport mit sich bringt, dadurch zu verstärken. Und es gibt auch an den Matchtagen selbst, beginnen die Matches erst mittags, weil am Vormittag sozialpädagogische Workshops für die Teams am Programm stehen. So, wir haben heute die wunderbare Möglichkeit bekommen, da herum den Teamaspekt herauszuentwickeln und gruppendynamische Arbeiten und Teambuilding-Arbeiten durchzuführen.
I started off with street football through the organisation I was supported by, through and I've experienced like homelessness, drug misuse and stuff like that. So then, and since I've become involved with Street Football Wales, it's changed my life for the better. It's helped me to have something to focus on. Football I've always like had a passion for. Ich entwickle mich als Goalie so zum ersten Mal, obwohl es eigentlich immer ein Kindheitstraum war, als Goalie zu spielen. Und so habe ich die Chance nutzen können. Und ja, sportlich gesehen ist halt tut mir sehr gut. Der erste Tag ist jetzt zu Ende und der war großartig, organisatorisch hat alles geklappt, Zuschauer waren genug, das Wetter hat mitgespielt, wir sind sehr zufrieden. But the focus of the games isn't the football, it's the social element. So during the games will have key lessons and learnings, and as a group we'll be having discussions about how this impacts their lives, how they feel society is currently, and what we can do to try and change those negative impacts in society through the sport and through games, through football. The impact is the key. We've worked with 1.2 million people since we started in 2003 around the world. Huge numbers of those have got off the streets into jobs, etc. And this is what drives us all the time, the impact. Also dadurch, dass ich da am Ende meiner Therapie stehe, kommt mir das einfach sehr gelegen, um mich selber aufs Leben draußen vorzubereiten, dass es einfach noch andere Dinge gibt als die Sucht oder den Konsum, sondern einfach ja,
Spaß am Leben zu haben, was zu erleben, Fußball zum Spielen, durchs Fußball wieder auf die gerade Bahn zu kommen. Und jetzt spielen wir heute noch gegen unsere eigenen, also unsere zweite Mannschaft, und dann steht uns eigentlich nichts mehr im Weg. Dann geht es nur noch um die Platzierungen. Ein bisschen Nervosität stärkt. Es geht noch gegen die eigenen Leute. Aber das Wichtigste ist, Österreich wird auf jeden Fall gewinnen. Jetzt werden wir unser Bestes geben, also nervös sind wir nicht, also wir sind bereit. Es war ein sehr anstrengendes Spiel gegen unsere. Es war eine sehr harte Partie mit sehr viel Körpereinsatz. Da hat sich keiner was erspart und jeder wollte den ersten Platz haben und mit Glück haben wir das geschafft. Und mich freut es, dass unsere beiden heimischen Mannschaften an den ersten 2 Stellen sind und es war ein super geiles Turnier. Die Erwartung war, dass es eben fair abläuft und dass das Spiel im Vordergrund steht und nicht das Gewinnen. Und wenn man dann gut spielt, dann, wie man sieht, gewinnt man automatisch. I personally think it is a community rather than a family, but yeah, it has a huge impact on confidence and self-esteem and mental well-being, physical well-being, and just everyone just feels safe. You know, that's a big part of when you're homeless, living on the streets or whatever, that you can go somewhere, be safe, have fun, and also get some help as well. So it's huge for the players. You can only do this once, and to be part of that is just amazing. Just the feeling of being here is incredible. Forget what we got at home, forget this, forget that. We are as one. It's really good. To win. That doesn't mean that we're going to win, but we've tried our best throughout the competition and it's worked really well. Yeah, it's paid off. I just told them to enjoy it. It could be the only final they play in their lives, and it's about sucking in every single second, enjoying it and taking it back home and using it as inspiration to move on with their lives. So, overjoyed. Tragedy, I suppose, for us though, is we have so much more to do. So, you know, we can demonstrate that we've made a huge impact in people's lives. It's kind of sad because really I don't believe there should be any homelessness in the world. There's enough wealth in the world, and yet we have homelessness everywhere. And in many countries it's increasing. And it's ridiculous. You know, when we started, people said to us, you'll never get people to understand what you're doing, but people immediately understand what we're doing. Children especially, they get it immediately. I'm very encouraged by younger people's understanding of it, and
their desire to take action. So maybe I'm optimistic about the future.